Heute sind wir wieder am T5-Bus und schauen uns einmal an, wie man das Zentralsteuergerät, Komfortsteuergerät, Innenraumsteuergerät, wie es auch genannt wird, unter dem Beifahrersitz ausbauen. Dafür tun wir im ersten Schritt den Sitz auf die höchste Position aufpumpen, damit wir untenrum viel Platz haben. Anschließend mit dem Bügel entriegeln und so weit hinter wie möglich fahren. Dann kommt man an die vorderen Schrauben. Man hat hier einmal die äußere gesehen. So, die erste Mutter ist unten. Dann die zweite, die quasi zum Fahrer hin ist. Dann den Sitz wieder auf die vorderste Position fahren und einmal hinter dem Sitz schauen. Hier haben wir Vielzahnschrauben. Das ist quasi eher ein bisschen spezielleres Werkzeug. Hier habt ihr einmal gesehen, welche Größe man braucht. Ist auch noch in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne reinschauen. Ist in den meisten Standardwerkzeugkästen nicht dabei. Erste Schraube draußen, dann die zweite. Genau, gerne auch einmal auf unseren Kanal vorbeischauen oder abonnieren. Wir haben eine sehr umfangreiche Playlist mittlerweile zum T5, zum Passat, auch zum Golf 4, vereinzelte Videos mit den ganzen gängigsten Ausbau- und Reparaturanleitungen. So, jetzt können wir den Sitz einmal hochklappen. Jetzt sehen wir hier unten den gelben Airbag-Stecker. Den einmal entriegeln. Wichtig zu wissen, ihr werdet, wenn ihr jetzt die Zündung anmacht, auf jeden Fall einen Airbag-Fehler drin haben. Den bekommt man auch ohne Fehlerspeicher löschen nicht mehr raus. Der hat keinen Zyklus, nachdem er sich resettet. Genau, hier dann der zweite Stecker. Der müsste für die Sitzheizung sein in meinem Fall. Also wenn ihr keine habt, fehlt dieser Stecker vielleicht bei euch. Und dann könnt ihr den Sitz rausnehmen. Ich habe hier schon den Verstärker und den CD-Wechsel ausgebaut. Die sind auch nicht in jedem Bus verbaut. Einfach damit man besser hinsieht. Grundsätzlich, glaube ich, kann man die Schrauben auch so lösen. Wir haben hier 2 Kreuzschlitzschrauben. Die erste ist auch schon draußen, die das Steuergerät nochmal in dem Halter befestigen. Hier hinten muss man den Leitungssatz etwas wegbiegen, damit man gut rankommt. Jetzt können wir das Steuergerät nach oben rausnehmen. Hier sieht man auch schon die Teilenummer. 7H0959433B. Und dann haben wir hier noch die 3 Stecker. Da muss man quasi dieses Entriegelungsplättchen drücken, damit es unten bei der Aussparung über die Nase rutscht. In meinem Fall geht das hier ganz schön streng. Wahrscheinlich wurde das Steuergerät noch nie ausgebaut. Und nach 20 Jahren sitzen dann die Stecker halt ziemlich fest. Aber da kann man sich ja einen Schraubenzieher oder ich hier so einen Ausklipser zur Hilfe nehmen, kann unten unter das Entriegelungsplättchen fahren und es einfach ein bisschen anheben, damit es über die Nase dann drüber rutscht. Und dann einfach am Stecker hinten ziehen. Und schon ist das Steuergerät draußen.